Hier steht es drauf: In Deutschland muss kein Küken sterben. Nun dürfen auch die Brüderhähne leben. Es werden viele Ressourcen dafür gebraucht, um diese Hähne aufzuziehen, ihnen eine Verwendung zuzuführen. Und es ist eben die Frage, ob das tatsächlich dann so das ist, was wir auch als Verbraucher uns im Grunde genommen auch wünschen. Auf jeden Fall haben sie ihr Leben und das ist schon mal das Wichtigste. Keine Bilder mehr wie diese: Kükenschreddern. Das Verbot des Kükentötens sollte das Tierwohl verbessern. Viele glauben, das Kükentöten ist verboten. Dem ist nicht so. Max liegen Unterlagen vor. Noch immer sterben Küken für das Frühstücksei. Und was geschieht mit den geretteten Küken? Los geht es mit dem Ei. Es gibt zwei Alternativen zum Kükentöten. Entweder durch Geschlechtsbestimmung, das erfolgt mit einem Laser oder einem Einstich ins Ei. Männliche Embryonen werden nicht ausgebrütet. Andere Möglichkeit: die männlichen Küken werden aufgezogen und später als Fleisch vermarktet. Überwacht wird das von einem privaten Verein für kontrollierte alternative Tierhaltung, abgekürzt CAT, eine Art Überprüfung der Legehennenhalter. Entweder man weist uns nach, dass in der Brüterei selektiert wurde, da müssen sämtliche Dokumente in den Brütereien uns vorgelegt werden, oder aber der Hahn wurde aufgezogen, das heißt, er ist geboren, er ist geschlüpft, dann machen wir ganz klare Vorgaben, wie die Haltungsbedingungen, wie die Aufzuchtbedingungen sein müssen. Geboren, geschlüpft und dann? Wo wachsen die Bruderhähne auf? Über deren Verbleib in den Geflügelmastbetrieben kann CAT nichts sagen. Und die Brütereien wollen oder können auf Nachfrage keine Stelle nennen. Auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fragte bei der Geflügelindustrie und in den Ministerien nach. Also es ist erstmal erschreckend zu sehen, die Behörden wissen es nicht, die Industrie weiß es teilweise nicht. Aber die Frage ist schon, wo sind diese Millionen männlicher Küken jetzt geblieben? Wo werden die wirklich aufgezogen? Und was passiert dann auch mit dem Fleisch? Das Problem: die Aufzucht von Bruderhähnen ist unwirtschaftlich und hat dazu noch eine schlechte Ökobilanz. Wie schwer das mit den Bruderhähnen ist, erfahren wir bei Katharina Nennewitz auf dem Biohof in Eschwege. So wachsen glückliche Hühner auf. Unsere Gesinnung ist sowieso nicht so, hier das meiste Geld rauszuholen, sondern wir möchten gern was für die Natur tun, Schöpfungsbewahrung und nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und aus dem Grund haben wir uns auch dafür entschieden, Bruderhähne zu nehmen, um daran mitzuarbeiten, dass Küken nicht mehr getötet werden müssen. Doch ihre Ideale musste die Landwirtin nach 6 Jahren aufgeben. Inzwischen scharren nur noch die Masthähnchen. Die Bruderhahnaufzucht war ein Zuschussgeschäft. Und am Anfang lief das auch gut, aber dann wurde immer deutlicher, dass die Kunden nicht bereit waren, dafür mehr zu bezahlen. Und wir haben dann nochmal einen Forschungsauftrag mitgemacht. Da haben wir das Geld über den Forschungszuschuss reinbekommen. Und als der Zuschuss weggefallen ist, hat sich das nicht mehr gelohnt für uns. Dann haben wir wirklich Geld draufgelegt. Bruderhähne brauchen 4 Kilogramm Futter für 1 Kilo Fleischzuwachs. Im Vergleich ein Masthähnchen. Die fressen mehr als die Hälfte weniger für dieselbe Fleischzunahme. Die Aufzucht ist also unwirtschaftlich, nicht nur für so kleine Höfe wie in Eschwege. So werden millionenfach die Hähne ins Ausland transportiert. So wie in diese Brüterei in den Niederlanden. Der Geschäftsführer erzählt, dass die Hähne nach 3 Monaten zum Schlachthof gefahren werden. Das Fleisch reicht wenigstens für die Bratwurst. Es hat nichts zu tun mit Wirtschaft, weil die Hähnchen am Ende von den Aufzucht haben eigentlich einen Wert von 0. Da ist zu wenig Markt für das Fleisch, dass es nur in Würste verarbeitet wird. Und das bringt kein Geld. Als wertlos abgetan. Max liegen Unterlagen vor, dass mindestens 3 deutsche Brütereien 1000 Hähne ins Ausland geschafft haben. Eine Brüterei gibt an, die männlichen Küken wurden im Ausland getötet. Die Hähne gehen nicht nur in die Niederlande, sondern auch nach Polen, Tschechien, Österreich und Ungarn. Trotzdem steht auf deutschen Eiern kein Kükentöten.
Das Gesetz soll Verbrauchern und Verbraucherinnen jetzt ein gutes Gewissen machen. Sie können getrost weiter Eier essen, ohne schlechtes Gewissen. Aber das ist halt nicht so. Also für ganz viele Küken bedeutet das trotzdem das Ende des Lebens. Und da hilft auch dieses Gesetz nicht. Was helfen könnte, ist eine andere Hühnerrasse. Zurück auf dem Biohof in Eschwege. Hier laufen die Zweitnutzungshühner von Katharina Hennewitz. Die sind gut fürs Eierlegen und die Mast. Inzwischen setzen auch Vertretungen wie die der Bruderhahn-Initiative auf eine solche Lösung. Aber da ist eben die Frage, ob man das jetzt wirklich noch so weit vorantreibt, dass das jetzt wirklich eingeführt wird, in großem Stil Bruderhähne aufzuziehen, oder ob man sich gleich sagt, wir brauchen einen kompletten Systemwechsel hin zu einem Zwei-Nutzungshuhn, das entsprechend weniger Eier legt, dafür aber besseres Fleisch hat, mehr Fleisch hat und insgesamt ein viel nachhaltigeres System ist, als das, was wir jetzt im Moment haben. Keine echte Besserung in Sachen Tierwohl. Eine wirkliche Erfolgsgeschichte hat das Gesetz gegen das Kükentöten nicht geschrieben.